Ich weiß nicht, ob ich Ihnen jemals wirklich geglaubt habe. Kümmere dich einfach um den Hund, okay? Das klang so beiläufig, so nebensächlich, als wäre es nur ein kleiner Gefallen. Ein paar Tage vielleicht. Futter geben, Gassi gehen, vielleicht ein bisschen streicheln, nichts Großes, keine große Sache. Aber in dem Moment, als Sie das gesagt haben, spürte ich, etwas war anders. Ihre Blicke waren zu fest, Ihre Umarmungen zu lang. Und doch, ich sagte nur, klar, kein Problem. So wie man es sagt, wenn man dazugehören will, wenn man gebraucht werden will. Der Hund an Milo sagte, sah mich an, als wüsste er es, als hätte er all das gehört, was unausgesprochen zwischen uns stand. Seine Augen, tiefbraun und wachsam, schienen zu fragen, »Wirst du bleiben, wenn sie gehen?« Und dann gingen sie. Kein Anruf, keine Nachricht, kein Zurück. Nur ich und Milo, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Am Anfang wartete ich noch, dann hoffte ich. Irgendwann hörte ich auf zu zählen. Doch jedes Mal, wenn ich sein Halsband in die Hand nahm und das Klicken der Leine hörte, erinnerte ich mich an diese Worte. Kümmere dich einfach um den Hund. Nur um den Hund. Nicht um ihr Verschwinden. Nicht um mein Leben, das plötzlich stehen geblieben war. Aber sag mir eines. Was bleibt zurück, wenn alles, worum du dich kümmern solltest, plötzlich das Einzige ist, was du noch hast? Ich heiße Clara. 39 Jahre alt. Einzelgängerin. Oder so würden es wohl die meisten beschreiben. Aber nicht, weil ich es mir ausgesucht hätte. Manche Menschen wachsen in lauten Familien auf. Voller Stimmen, Lachen, Chaos. Ich wuchs in Zwischenräumen auf. Zwischen Gesprächen, die nie richtig begannen. Zwischen Erwartungen, die nie ausgesprochen wurden. Zwischen einem Vater, der nie zuhörte, und einer Mutter, die nie blieb. Vielleicht deshalb fiel es mir leicht, allein zu sein. Oder mich daran zu gewöhnen. Ich lebte in einer kleinen Wohnung im 4. Stock eines Altbaus. Nichts Besonderes. Ein Ort, an dem man weder vermisst noch erwartet wird. Ich arbeitete in der Bibliothek um die Ecke, sortierte Bücher, hörte das leise Rascheln von Seiten, Geräusche, die nicht schrien, sondern flüsterten, genau wie ich. Ich war nie besonders gut im Reden, aber ich hörte zu. Immer. Ich konnte aus einem einzigen Seufzen mehr verstehen als aus 1000 Worten. Vielleicht, weil ich selbst so oft geschwiegen hatte. Und dann kam Milo in mein Leben. Ein großer, wuscheliger Hund mit einer eigenartigen Ruhe, als wäre auch er mehr Zuhörer als Bella. Seine Besitzer, entfernte Verwandte von mir, hatten gefragt, ob ich mich ein paar Tage um ihn kümmern könne. Urlaub. Ein bisschen Abstand vom Alltag, sagten sie. Ich sagte ja. Natürlich sagte ich ja. Es war nur ein Hund. Nur ein paar Tage. Was konnte schon passieren? Die ersten Tage mit Milo waren ruhig. Er war ein gut erzogener Hund. Fressnapf, Spaziergang, ein bisschen Spielen im Hof. Und dann lag er stundenlang auf dem Teppich, als hätte er verstanden, dass meine Wohnung kein Ort für Lärm war. Es war Spätsommer. Die Tage wurden kürzer, das Licht weicher. Durch mein Wohnzimmerfenster fiel am Nachmittag ein warmes, goldenes Licht, das sich auf Milos Fell legte wie Honig. Ich mochte diese Stunden. Wenn die Welt draußen ein wenig langsamer wurde und Milo leise schnaufend neben mir lag, als wären wir beide aus demselben Stoff gemacht, ein wenig müde, ein wenig vergessen, aber noch da. Ich gewöhnte mich schnell an seine Schritte auf dem Parkett, das Schütteln seines Fells, das leise Schmatzen, wenn er trank. Es war seltsam, wie schnell man sich an Gegenwart gewöhnen kann, sogar wenn sie vorher nie gefehlt hatte. Doch irgendwann wurde mir etwas klar. Die Besitzer meldeten sich nicht. Kein Anruf, keine Nachricht, kein Rückflugdatum. Ich schaute auf mein Handy, immer wieder, anfangs unbewusst, dann mit wachsendem Druck in der Brust. Ich begann alte Nachrichten zu lesen, ihre Worte zu analysieren, auf Untertöne zu achten, die ich vielleicht überhört hatte. Nur ein paar Tage. Wir melden uns, sobald wir zurück sind. Aber es vergingen Tage, dann Wochen. Und irgendwann konnte ich den Gedanken nicht mehr ignorieren. Sie kamen nicht zurück, nicht für ihn, nicht für mich. Einfach weg. Ich wollte mir nicht eingestehen, dass etwas nicht stimmte.
Vielleicht war es eine Verlängerung. Vielleicht gab es keinen Empfang, vielleicht, aber die Tage vergingen und aus Tagen wurden Wochen. Der Futtersack wurde leichter. Ich begann selbst Hundefutter zu kaufen, erst zögerlich, dann entschlossen. Ich vereinbarte Tierarzttermine, besorgte eine neue Leine, kaufte einen Napf, der zu meinem Küchentisch passte. Ich wusste nicht, was das bedeutete, wollte es vielleicht auch nicht wissen, aber Milo war noch da. Und sie nicht. Eines Nachmittags, es hatte geregnet, der Himmel war bleigrau, saß ich mit Milo auf der Couch. Ich kraulte seine Ohren und er lehnte seinen Kopf schwer auf meinen Oberschenkel. Und da kam die Frage. Nicht laut ausgesprochen, aber sie hallte durch mein Innerstes. Bin ich jetzt sein Zuhause? Ich ging an den Computer, suchte nach Flügen, nach Namen, nach Ereignissen. Nichts, kein Unfall, keine Vermisstenanzeige, kein Hinweis, nur Stille. Ich schrieb eine E-Mail, kurz, höflich, fast gleichgültig formuliert. Wie geht's euch? Milo geht's gut. Ich wartete, tagelang, nichts. Dann rief ich an. Die Nummer ist nicht vergeben. Ein tiefer Riss zog sich durch meinen Alltag. Was, wenn sie es geplant hatten? Was, wenn Milo kein temporärer Gast war, sondern ein stilles Abschieben? Ich fing an zurückzudenken, an kleine Sätze, die mir entglitten waren. Wenn er euch zu viel wird, bei dir hätte er's gut. Ihr habt doch keine Verpflichtungen. Und ich hatte genickt, gelächelt, nicht gewusst, dass ich gerade eine Tür geöffnet hatte, die sich nicht mehr schließen ließ. Aber es war nicht nur Milo, es war das Gefühl, ersetzt worden zu sein, wegorganisiert, wie eine Zwischenlösung, eine alte Sockenschublade, die man irgendwann aufräumt und vergisst. Ich war wütend, auf sie, auf mich. Und gleichzeitig war ich auch etwas anderes. Ich war gebraucht. Milo brauchte mich, nicht als Ersatz, nicht als Übergang, sondern als das, was ich geworden war, sein Mensch. Es war ein Abend wie viele zuvor. Milo lag zusammengerollt auf dem Teppich, die Pfoten zuckten leicht im Schlaf, als würde er träumen, vielleicht von ihnen. Ich saß auf dem Sofa, das Handy in der Hand, die Kontakte geöffnet. Ich starrte auf ihren Namen. Kein Bild erschien mehr, kein Status, kein Zeichen von Leben. Ich hätte heulen können, nicht wegen der Stille, nicht einmal, weil sie weg waren, sondern weil ich spürte, dass ich aufgehört hatte zu hoffen. Es war dieser leise Moment der Kapitulation, dieses Eingeständnis, sie kommen nicht zurück. Ich ging in die Küche, setzte mich an den Tisch, an dem wir früher zu dritt saßen. Ich stellte 3 Tassen hin, goss Tee auf, wie früher. Nur, dass 2 davon unangetastet blieben. Ich redete mit ihnen, laut, erzählte von Milo, von seinem neuen Lieblingsspielzeug, davon, dass er gelernt hatte, sich mit der Pfote das Ohr zu kratzen, ohne umzufallen. Ich erzählte, bis mir die Stimme brach. Ich war allein, nicht einsam. Das war ein anderes Gefühl, sondern allein gelassen, bewusst, planvoll, abgegeben wie ein Möbelstück auf dem Sperrmüll. Ich ging ins Schlafzimmer, legte mich ins Bett, aber es war kalt, zu groß, zu leer. Milo kam nach, legte sich neben mich und plötzlich spürte ich etwas Warmes an meiner Wange, eine Träne und noch eine und noch eine. Ich weinte, nicht leise, nicht still, sondern so wie Kinder weinen, wenn sie sich ungesehen fühlen, mit offenem Herzen, ohne Fassung, ohne Maske. Und Milo, er blieb, hielt Wache an meinem Schmerz, ohne Fragen, ohne Urteil, nur mit Nähe. Am nächsten Morgen war die Welt noch dieselbe, grau, leise, unbewegt. Aber in mir, da hatte sich etwas verändert. Ich stand früh auf. Milo lag noch zusammengerollt in seinem Körbchen, hob nur leicht den Kopf, als ich mich anzog. Ich zog den alten, verbeulten Mantel an, den ich seit Jahren nicht mehr getragen hatte. Der, den sie mir immer ausreden wollten, weil er nicht mehr modern war. Aber er war warm, vertraut, echt. Ich schnappte mir Milos Leine. »Komm«, sagte ich. Und er kam. Wir gingen raus. Nicht in den kleinen Park um die Ecke. Nein, ich fuhr mit ihm mit der Bahn bis zum Stadtrand. Dorthin, wo sie früher lebten, wo ich nie wieder hin wollte. Ich wusste nicht, was ich suchte. Vielleicht nur einen Ort, um Abschied zu nehmen. Oder einen letzten Beweis, dass ich nicht umsonst gewartet hatte. Aber was ich fand, war etwas anderes.
Ein kleiner Junge, vielleicht 6 oder 7, kam auf uns zu. Er hatte Angst vor Hunden, das sah man sofort, aber Milo blieb ruhig, setzte sich hin, bewegte sich nicht. Der Junge kam näher und streichelte Milo zum ersten Mal. Seine Mutter lächelte dankbar. »Ihr Hund ist unglaublich«, sagte sie. Und ich lächelte zurück. Zum ersten Mal nicht aus Höflichkeit, sondern aus einem echten Gefühl heraus. Ich begann mit Milo regelmäßig hierher zu kommen. Nicht wegen ihnen, sondern wegen der Begegnungen, der Menschen, der Gespräche, die entstanden, wenn ein Hund sich einfach hinsetzt und wartet. Ich merkte, vielleicht war mein Platz in ihrer Welt verloren gegangen, aber in der Welt da draußen war noch Platz für mich, vielleicht nicht als Vater, aber als Mensch, als jemand, der zuhört, der da ist, der einen Hund an seiner Seite hat, der Herzen öffnet. Es war ein regnerischer Nachmittag, als ich zurückkam. Milo tropfte vor Nässe, aber er schien zufrieden. Ich hängte meine Jacke an den Haken, und da sah ich es. Ein Umschlag, leicht geknickt, unter der Tür durchgeschoben. Keine Adresse, kein Absender, nur ein Wort. Danke. Ich öffnete ihn. Ein Foto fiel heraus. Es zeigte sie, meine Tochter und ihn, in einem fremden Land mit dem Hund. Milo, unser Milo, nur jünger. Und auf der Rückseite stand: Du warst mehr Vater für ihn, als wir es je waren. Wir hoffen, du kannst ihm das Leben geben, das wir nicht konnten. Mein Herz schlug schneller. Ich las es noch einmal, dann ein drittes Mal. Sie hatten ihn mir nicht gestohlen. Sie hatten ihn mir überlassen. Nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus einem stillen Vertrauen. Aus Scham vielleicht, aber auch aus Liebe, auf ihre eigene, fehlerhafte Weise. Ich sah Milo an. Er blickte zu mir hoch, als hätte er alles verstanden. Heute gehen wir gemeinsam spazieren, Milo und ich. Er bellt gelegentlich andere Hunde an, schnüffelt an jedem Zaunpfahl, bleibt stehen, wenn ich zu schnell gehe. Und manchmal bleibt er einfach stehen und schaut mich an, als wollte er sagen, du bist mein Zuhause. Ich habe nicht um ihn gebeten, nicht darum gekämpft. Aber vielleicht war genau das der Grund, warum er blieb. Ich habe gelernt, dass Familie nicht immer aus dem besteht, was wir erwarten. Manchmal ist es ein Wesen auf 4 Pfoten, das mehr Treue zeigt, als ein Mensch je könnte. Manchmal ist es ein stiller Abschied, der mehr sagt als 1000 Worte. Und manchmal ist es ein Danke auf einem vergilbten Zettel, das dir zeigt, du warst genug. Ich sehe Milo an und frage mich, was wäre gewesen, wenn ich anfangs einfach Nein gesagt hätte? Und du? Wen oder was hast du vielleicht in dein Leben gelassen, widerwillig, das sich später als das größte Geschenk entpuppt hat? Danke fürs Zuschauen.